Herzlich willkommen zu meinem neuesten Video. In diesem Video gibt es nur ein kurzes Update, da ich diese Woche gar nicht dazu gekommen bin, hier groß was vorzubereiten bzw. irgendwas an der Eisenbahn zu basteln oder zu bauen. Es geht nochmal um den Speisewagen, die Nummer 4024 von Märklin. Aus diesem 15er Paket für 102 €, was ich im letzten Video vorgestellt hatte. Ich habe mich jetzt also entschlossen, nachdem ich mir die ganzen Wagen nochmal angeschaut habe, diesen Wagen dann doch erstmal zu behalten bzw. in dem Zugverband hier einzusetzen, denn ich finde, er passt eigentlich ganz gut zu den anderen D-Zugwagen. Ich bin zwar immer noch nicht ganz sicher, ob es nicht das falsche Dach ist oder ob es eine neue Variante ist. Leider habe ich dazu nichts Genaues gefunden. Das heißt, der ältere Wagen mit der Nummer 4024 hat sozusagen gedruckte Fensterrahmen ins Blech und hat prinzipiell, was ich gesehen habe, an den Wagenenden das abgerundete Dach. Jetzt habe ich wohl da eine neuere Variante des Wagens, auch unter der Nummer 4024 von Märklin verkauft. Diese hat aber genau wie die anderen D-Zugwagen dann schon eingesetzte silberne Fensterrahmen. Und da habe ich bei den gebrauchten Wagen jetzt im Internet einige Wagen gesehen, die dann ganz andere Dächer hatten. Konnte jetzt also nicht nachvollziehen, ob das Dach prinzipiell falsch ist oder ob es zu einer neueren Variante gehört. Es ist wohl definitiv ein Dach von einem Speisewagen. Aber ich kann leider nirgends herausfinden, ob das passende Dach zu diesem Speisewagen ist. Deswegen, er bleibt jetzt erstmal drin, solange bis ich was anderes gefunden habe. Beziehungsweise einen entsprechend schönen Wagen zum passenden Preis. Die Inneneinrichtung lasse ich auch erstmal drin, weil ich für den Wagen sonst keine passende gefunden habe. Es gibt wohl diese Einzelteile, oder es gab von Märklin wohl diese Einzelteile-Nachrüstung, wo man einzelne Tische einkleben konnte. Und im hinteren Bereich, in dem dann die Küche im Originalwagen installiert war, gibt es dann so eine Art Holzausschnitt, habe ich schon gesehen, beziehungsweise aus Kunststoff das Ganze, sodass man aber keine wirkliche Inneneinrichtung hat, sondern diese Küchenzeile mehr oder weniger eigentlich nur optisch abgetrennt ist. Deswegen, es bleibt jetzt erstmal so, bis ich da was Besseres gefunden habe. Als zweites habe ich dann bei uns im Keller bzw. in der Garage eine Styroporplatte gefunden, beziehungsweise eine Platte zur Isolation, was man so hinter die Heizkörper und so weiter klebt, um zusätzlich zu dämmen. Da habe ich noch eine Platte über gehabt, steht schon ewig dort, wurde nie mehr verwendet. Und hier haben wir eine sehr feinporige Platte. Und das Interessante daran ist, dass es ungefähr 7 mm Höhe hat und diese 7 mm hat auch die Faller AMS Autobahn bzw. die Straße. Das ist jetzt natürlich für mich die Möglichkeit, die Zwischenräume der Straßen jetzt aufzufüllen. Dadurch, dass die Höhe so ungefähr hinkommt, das ist also ein minimaler Unterschied, muss man hier nicht viel auffüllen, sondern ich kann die Platte direkt verwenden. Und dadurch, dass es sich leicht schneiden und verarbeiten lässt, ist das natürlich was ganz Einfaches, sodass ich hier die Möglichkeit habe, wie gesagt, einmal die Zwischenräume aufzufüllen und dann auch mit meinen Häuschen, die hier jetzt ja kreuz und quer auf der Anlage stehen, dann ein bisschen weiterzumachen und das Ganze ein bisschen anzugleichen, sodass ich dann Stück für Stück mit den Häusern und mit der Landschaft hier dann auch weiterkommen werde. Und als drittes habe ich es geschafft, mir einen kleinen VW-Busbully für die kleine Faller AMS mit dem passenden Motor zu besorgen. Er dreht jetzt hier seine Runden, hat aber immer noch das falsche Getriebe eingebaut. Das heißt, genau wie bei meinen älteren Wagen ist das Problem jetzt wieder, entweder wir fahren zu schnell, vor allen Dingen, wenn wir dann warm gefahren sind, wird er immer ein bisschen schneller. Und die Gefahr besteht hier dann wieder, dass er mit einem großen Sprung die eigentliche Fahrbahn verlässt. Und wenn man die Geschwindigkeit dann runterdreht, ist es so, dass er in den engen Kurven bzw. an diesen kleinen unebenen Übergängen von Schiene zu Schiene immer wieder dazu neigt, dann stehen zu bleiben, sodass es nicht wirklich möglich ist, hier eine zufriedenstellende Geschwindigkeit herzustellen. Das passende rote Getriebe habe ich mir aber schon besorgt und ich denke, ich werde in den nächsten Tagen dazu kommen, auch hier beim Motor dann wieder das Getriebe auszutauschen, sodass wir die Geschwindigkeit hier dann wieder gescheit regeln können und dem Wagen ein noch schöneres Fahrverhalten verpassen. Denn ohne dieses Getriebe fährt er im Verhältnis zu den anderen Wagen, die keinen Blockmotor haben, schon mal relativ gut. Aber ich glaube, das können wir noch weiter steigern. Das war es dann von mir mit meinem kleinen Update-Video. Bin leider nicht dazu gekommen, hier mehr vorzubereiten bzw. zu basteln oder zu bauen. Ich danke euch trotzdem fürs Zuschauen. Demnächst gibt es wieder mehr und bis gleich.